Guten Morgen, liebe Freunde. Herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht. Ich habe die Kamera mal in die Hand genommen, um euch das zu zeigen. Wie der Mopsi hier auf dem Tisch schläft. Da ist übrigens Dana. Guten Morgen. Ja, hier seht ihr auch mal, wie der Tisch momentan aussieht. Und da seht ihr auch mal, dass ich hier unten noch ein Touchscreen habe, wo ich dann immer switchen kann, was euch angezeigt werden soll. Und der Mopsi ist überhaupt nicht interessiert. Und hier ist noch so Kram, so Zeug. Naja, ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's ja wieder besser zumindest. Kriege ich es jetzt hin? Ja. Oh, jetzt habe ich irgendwo drauf gedrückt. Mir geht's wieder besser, aber trotzdem wollte ich die ganzen Releases zumindest Stück für Stück hier mal wieder mit euch zusammen anschauen und jetzt nicht das zu lange liegen lassen, denn 3 Monate reichen. Und gerade kam ja auch relativ aktuell noch, muss man sagen, von unseren Bangtan-Jungs die neuen Songs mit Videos, Black Swan und On. Heute gucken wir uns On an. Wir haben Carpool Karaoke mit James Corden uns schon angeschaut. Allerdings wurde das Video gesperrt. Da waren einige schon so lieb und haben gesagt, ja, hier, hör mal, du kannst das Ganze auch in 2 Teile teilen und dann geht's vielleicht. Und so. Wir probieren das vielleicht nochmal, ob wir das Video irgendwie splitten und das dann funktioniert. Aber jetzt gucken wir uns erst einmal On von BTS an. Wir haben den Song schon so halb gehört. Was heißt halb? Wir haben uns ja das Video zu bei Jimmy Fallon, wo sie in der Grand Central Station waren, schon angeschaut. Das war so geil. Seitdem habe ich ein Ohrwurm von diesem Piep-Song und musste ihn die ganze Zeit hören. Ich habe den nicht mehr aus dem Kopf bekommen danach. Ich könnte durchdrehen. Ja, das ist echt krass. Also ja. Aber ich will unbedingt das Musikvideo vor allen Dingen auch sehen. Ich auch. Deswegen, ja. Ihr dürft jetzt hier bei der ersten Live-Reaction von uns beiden sein auf das Musikvideo. Den Song haben wir schon, wie gesagt, in einem Video gehört. Aber es war trotzdem nochmal ein anderer Eindruck. Deswegen, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Selbst das habe ich vermisst. Das Intro. Total weird. Links oder rechts? Höchstwahrscheinlich nicht. Es gibt aber Menschen, die links und rechts. Gut, bei dir? Weiß ich nicht. Frieden, Freiheit. Oh, ist mit Untertitel, dann verstehen wir vielleicht den Song. Genau, ja. Das ist so ein alter Song, oder? Mutter. Sind die echt? Die sind echt. Also hier ist ein Lama und ein Alpaka auf jeden Fall. Die sind echt. Das Zebra, das ist echt. Die Ziegen sind safe echt. Das Pferd auch. Was ist das? Ein Gnu? Gnu, ja. Das ist auch die echt. Giraffe? Ganz ehrlich, ich glaube, die ist auch echt. Als ob die eine echte Giraffe und einen Elefanten hatten. Bei dem Elefanten bin ich mir aber gerade nicht sicher. Aber lass uns mal weiter. Geiler Satz.
푸른 그랬으니 설령 내 눈앞에 땅이 닿을지언정 파묻히지 않는 이상 저 그런 해프닝 좀 내가는 girl We no matter what We no matter what We no matter what 네가 많았던 누가 많았던 I don't give a I don't give a I don't give a Yeah Hey na 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 미치지 않으려면 미쳐야 해 Hey na 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 나를 다 던져 이 뒤쪽 세상에 Aber ich will mit so krassen Bildern. 제발로 뒤로 나를 닦아 Find me and I'm gonna live it up 가져와 bring the pain on yeah All the time bring the pain on yeah Frame me always like you falling every day oh na 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 가져와 bring the pain on yeah 날 고통이 있는 곳에 내 가슴 쉬게 하소서 My everything My blood and tears Got no feels I'm singing So schön, Wahnsinn. Oh mein Gott, das sieht aus wie der Berg von König der Löwen. Ich bin so auf die ganze Storyline dahinter gespannt. Ich glaube, es gab auch so ein Making-of von dem. Oh. Voll schön. Nummer. Wow. Erstmal Sprachlosigkeit. Fast jedes Mal. Stark, Alter. Richtig stark. Richtig schönes Video. Wir haben jetzt nur gerade bei den Tieren so genau geschaut, weil Dana meinte, dass jemand gesagt hätte, dass alles echt gewesen wäre in dem Video. Ich habe schon ein paar CGI-Sachen gesehen, also so wirklich Nachbearbeitungssachen, bin ich mir schon recht sicher, dass dann nicht alles echt ist. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Aber es sind schon sehr viele sehr echte Elemente auch hier drin. Ja, aber die Message, ich finde es immer so krass, wie die das schaffen, so viel Tiefe in die Songs reinzubringen. Das ist das, was mich immer so krass fasziniert bei den Jungs, dass es irgendwie nicht zu kitschig wirkt, weil oft ist es irgendwie, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass es eine andere Sprache, ich weiß nicht, also oft ist sowas immer so motivational Songs und so, das ist eigentlich etwas, was immer sehr schnell als kitschig empfangen und abgetan wird. Aber irgendwie bei den Jungs, das kriegen die echt jedes Mal. Auch mit dem Musikvideo volle Kanne. immer. Ja, und dann die Musikvideos noch. Das ist echt immer stark. Das finde ich richtig, richtig schön. Da kommst du richtig so in eine eigene Welt. Ja, weil die auch damit sehr viele Menschen, glaube ich, dann einfach motivieren und denen helfen. Und das ist das, was die Jungs einfach so
ja, einzigartig macht. Und die Musik von dem. Diese Stelle, sein Solo-Part quasi, wo er in die Kopfstimme geht. Super, super geil. Das ist echt, also gesanglich finde ich diesen Part besonders schön. Dieser Loop, das ist ja so clever angelegt, der bleibt einem ja so krass im Ohr. Dies ne? Warte. Mit diesen Military March Drums, also der Snare im Endeffekt, die da echt so einen Marsch dann auch vorangibt und so. Stark, echt super stark. Und so ein Scream-Sample drin, ne? So ein Schrei, so ein James Brown-mäßigen. Ziemlich oft, ne? Da gehst du direkt, zerfließt du hier wie warme Butter, wenn Jimin da in den Song einsteigt. Das ist echt fantastisch. Ich liege eigentlich gerade hier in einer lila Pfütze auf dem Boden. Lila Pfütze. Weil ich geschmolzen bin. Ich habe heute lila an. Ja, ich habe schon verstanden. Ich fand es nur besonders lustig und musste deswegen. Danke, dass du es mir beschrieben hast. Ich hätte es sonst nicht verstanden. Vielen Dank. Ja, fantastisch. Sonst weiß ich nicht. Hast du Fragen? Soll ich irgendwas... Ich will das Making-of sehen. Ich will das Making-of sehen. Das machen wir dann in einem separaten Video. Ja. Ja, aber musikalisch irgendwelche Fragen? Nee. Nee, mir ist jetzt gerade nur am Anfang, als du nochmal Jimins Anfangspart zum Dahinschmelzen angemacht hast, ist mir die Snare das erste Mal so richtig aufgefallen. Das ist doch die Snare, Nur so ein ganz kurzer Part, ja. Ja, so ein Übergang in den nächsten Takt quasi. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich glaube, so ist es mir noch nie bei einem Song aufgefallen. Das ist mir da gerade aufgefallen und irgendwie so voll... Dein Know-how kommt langsam zurück und du merkst, ja, dass du was gelernt hast. Ich habe das so gehört und es war so, oh, krass, über die letzten das klingt Monate. Richtig geil. Ja. Aber da ist ja auch zum Beispiel wie so ein Drumstick-mäßig, also es ist auch Percussion, läuft im Hintergrund, der spielt fast so ein Tick, 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 Tick. Der spielt da auch im Hintergrund. Also es ist direkt Percussion-mäßig einiges los eigentlich von Anfang an. Und die sind auch gedoppelt, also man hört quasi einen Drumstick, wie wenn man zwei Schlagzeugstöcke aneinander schlägt. Hört man einmal ganz rechts und einmal ganz links und das läuft hier ab Jimins Part. Du siehst ja hier, er steht auch vor dem Trommelhaufen. Hier kommt auch so eine andere Kick plötzlich nochmal hinzu, die wirklich nur auf die 1 geht und den nächsten Part einleitet. So ein Frum. Genau, jetzt kommen hier nochmal andere Marschdrums, die ein bisschen heller klingen. So geil. Ich glaube, das ist auch echt der Grund, warum der Song so nach vorne pusht und einen so. Definitiv. Das klingt so geil. Band, Drums, hier kommen nochmal Dinger. Hier ist sogar ein Chor, so ein richtiger Frauenchor.
der im Hintergrund so. Ach stimmt, dieses 놈인가 아니면 내 작은 빨개진 가 Suddenly I'm tired Suddenly I'm tired 그래도 I know 서쪽의 앞로 차가운 바람과 함께 날아 Da kommt immer so ein bisschen Offbeat rein, dieser Chor. Ja. Es klingt sehr synthetisch. Da gehe ich auch von aus, dass man das eben mit so einem VST-Plugin, also aus dem Computer mit einem Instrument reingespielt hat. Ja. Wow, also wirklich einiges hier wieder am Start. Das wird aber definitiv sprengen zeitlich. Der Dance Break, auch sehr, sehr geil, dass sie das hier tatsächlich nochmal rausgepackt haben. Lohnt sich. Oh! Mit der Brass-Section. Ja, Laser? wollte ich auch drauf kommen. Was mich aber wundert ist, dass die hier in diesem Dance Break tatsächlich nicht diese überepische Brass-Section ist, die man sonst immer vielleicht bei anderen K-Pop-Songs hört oder auch in Blockbustern, Kinofilmen. Aber vielleicht wäre das zu viel gewesen. Genau, ich glaube, das haben die also das werden die definitiv bewusst gemacht haben, aber die Idee, die vielleicht dahinter war die, dass es einfach im Kontrast dann zu viel gewesen wäre oder eben kein Kontrast mehr da gewesen wäre, weil es die spielt, man hört sehr einseitig, also auf der einen Seite da ein Bläser dann eigentlich fast nur spielen, der so ein bisschen, fast ein bisschen dünn klingt auf der Brust, aber dafür sind die Drums dann dominanter und das werden die schon sehr bewusst natürlich gemacht haben, aber was der hier so ein Joker Schal. Ist der noch am Pulli dran oder ist es einzeln? Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Joker nicht, hier ist ein Schal. Also recht schön. Das ist lustig, weil es ist tatsächlich, es klingt nicht so überdimensioniert synthetisch, sondern ja, wie so eine richtige Marching Drum Band. Das ist echt interessant, dass sie das nicht so übergeblasen haben, wie man das ja sonst immer mal gerne macht, wenn man in diese megalomanischen K-Pop-Songs teilweise kommt. Finde ich sehr, sehr interessant tatsächlich, aber bringt dadurch irgendwie was Authentisches und guten Kontrast. Und die E-Gitarre. So lustig, wie tatsächlich zwischendrin immer mal schon so ein paar Soundeffekte reingearbeitet wurden, wie jetzt hier mit dem Flattern und dann das Wasser. mit das Wasser und so ein, zwei Sachen waren immer drin, das finde ich irgendwie lustig. Oh, cute. Ist der hübscher geworden? Der ist cuter geworden. Was soll ich sagen? Ja, Wahnsinn. Richtig starkes Stück, definitiv. Ich bin gespannt auf Black Swan. Also ich höre mir dieses Ding jetzt noch 100 Mal an heute Abend. Also Black Swan habe ich ja das noch gar nicht. Doch, warte mal. Das war Carpool Karaoke, das war Black Swan. Das war Black Swan? Das war Black Swan. Ja, ne, wahrscheinlich. Genau, weil da waren natürlich auch Sachen, die wir noch nicht kannten. Aber es war ja nicht der ganze Song. Ja, so. Naja, okay, dann habe ich es doch schon. Aber ich habe es nicht analysiert. Ich war mehr so in dem, ich genieße Entertainment-Modus. Ja, eben. Okay, Ich bin gespannt auf das kommt natürlich auch noch, ein paar andere Sachen auch noch und Schritt für Schritt geht es hier langsam wieder los auf dem Kanal. Um nichts zu verpassen, abonniert natürlich alles, das gilt ja so oder so, damit wir endlich die 100.000, ich weiß gar nicht, ob ihr das da hinten erkennen könnt, aber ich glaub nicht. da stehen jetzt 91,9.
Also da fehlt noch ein bisschen was. Bist du bereit für Thumbnail Time. Ja, wegen dem Mopsi. Du kannst ja ein Thumbnail vom Mops hier reinmachen. Wow! Ich habe das Gefühl, dass wir immer dieselben Gesichter machen, weil wir immer so fette Videos anschauen. Ja, wir müssen dann halt mal blöde Videos gucken, dann können wir auch anders gucken. Aber wenn wir die ganze Zeit sowas gucken, wie soll ich dann schauen? Dann gucke ich, Herzchenaugen, oh. Und nicht, Das sah jetzt nicht gut aus. Naja, Leute, nicht vergessen, auch auf Instagram folgen, hier irgendwo unten in der Beschreibung natürlich auch drin. Dana auch alles drin, sie hat auch Videos gemacht. Und dem Mopsi könnt ihr auch folgen, der hat auch einen Instagram-Kanal. Und TikTok versuchen wir auch gerade ein bisschen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.